Diese Geschichte beginnt mit Vorurteilen, aber sie ist voller purer Liebe geschrieben. Zuerst sind alle in Panik geraten, als ein riesiger Hund auf ein kleines Mädchen zugerannt ist, das gerade aus dem Schulbus gestiegen war. Aber niemand wusste, dass dieser Moment der Beginn einer unzerbrechlichen Bindung zwischen einem sanften Riesen und ihrer winzigen Begleiterin werden würde. Leute, das ist nicht einfach nur noch ein Hundevideo. Das ist eine echte Freundschaft zwischen einem wunderschönen Hund und einem süßen kleinen Mädchen. Bleibt dran, denn die Bindung zwischen Bella und Emma wird euren Glauben an bedingungslose Liebe wiederherstellen. Vor 2 Jahren, an einem verschneiten Dezembermorgen, lag es da unter dem Weihnachtsbaum, eine glänzende rote Schachtel mit einer goldenen Schleife. In Emmas Herz lebte nur ein Traum, eine Freundin, eine echte Begleiterin, einen pelzigen Kumpel, den sie ihr eignen konnte. Aus der Schachtel kam ein leises Rascheln, das Emmas Herz vor Aufregung rasen ließ. In ihren Augen erschien dieser unvergessliche Funken der Hoffnung. »Habt ihr mir wirklich einen Welpen geholt?« Aber als sie den Deckel hob, krass, war es nicht das, was sie erwartet hatte. Kein Welpe war drin. Aber genau dieser Moment war es, als diese unglaubliche Geschichte richtig begann. Die echte Überraschung kam nur wenige Minuten später und Emmas tiefster Wunsch, der, den sie jeden Abend vor dem Schlafen geflüstert hatte, wurde endlich Realität. Kennt ihr das? So ein Moment, der so kraftvoll ist, dass er die Zeit zum Stillstand bringt? Schreibt eure Geschichte in die Kommentare, vielleicht ist euer Moment sogar noch berührender als dieser hier. Aber wie hat dieser sanfte Riese den Weg in ihre Herzen gefunden? Wie wurde ein 200-Kilo-Hund zur perfekten Begleiterin für ein winziges Mädchen? Die Antwort wird euch umhauen. Sie hatten dich noch nicht kennengelernt, aber das Schicksal schrieb bereits ihre Geschichte. Sie hatten ihre erste Umarmung noch nicht geteilt, aber innerhalb weniger Wochen würde Bella zu Emmas Fels werden, die, an die sie sich wendete, wenn Stürme kamen, wenn Albträume sie besuchten, wenn die Welt zu groß für so eine kleine Person schien. Bella verstand zunächst keine menschlichen Worte, aber sie beherrschte die Sprache der Herzen perfekt. Und ihre Geschichte wurde zur Hoffnung für Millionen, die auf der ganzen Welt zuschauten. Hier fing alles an. Der Countdown begann, denn in dem Moment, als dieser sanfte Riese durch ihre Haustür trat, endete sich für immer alles. Jetzt mal im Ernst, Leute, kann die beste Freundin eines Kindes wirklich ein 200 Kilo schwerer, sanfter Riese sein? Seid ihr Team, diese Bindung ist absolut unbezahlbar, oder glaubt ihr, dass ein so massiver Hund für ein kleines Kind überwältigend sein könnte? Und hört mal, falls ihr noch nicht den Daumen nach oben gegeben oder abonniert habt, nun ja, Bella könnte das persönlich nehmen und Emma merkt definitiv, wenn die Leute ihren Videos keine Liebe zeigen. Hier kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ach du meine Güte, das ist ein echter Welpe. Du wolltest einen winzigen Welpen, nicht wahr, Süße? Schau dir diese wunderschöne Hündin an. Nicht die handtaschengroße Freundin, die sie sich vorgestellt hatte, sondern etwas jenseits ihrer wildesten Träume. Ein 200 Kilo Herz in Fell gehüllt, das geradewegs in ihre Welt spazierte, mit nichts anderem als Liebe zu geben. Von diesem Moment an hörte das auf, nur eine Hundegeschichte zu sein. Das wurde der Beginn von etwas Magischem zwischen Emma und Bella. Das war Bellas erstes Autoabenteuer. Stellt euch vor, ein 200 Kilo schwerer, sanfter Riese lernt sich auf einen Rücksitz zu falten, sich mit so vorsichtiger Präzision bewegend. Emma zeigte unendliche Geduld, weil sie verstand, dass echte Liebe mit Verständnis beginnt. Als Bella zum ersten Mal nach draußen trat, drehten alle Nachbarn um zu starren. Sie bewegte sich mit bedachten, anmutigen Schritten, trotz ihrer enormen Größe. Die starrende Menge, die ungewohnten Geräusche, nichts davon war ihr wichtig. Bellas einziger Fokus lag darauf, in der Nähe von Emma zu bleiben, ihrem neuen Lebenszweck. Bellas Augen wurden groß, als sie ihr Zuhause betrat. Umgeben von so vielen neuen Anblicken und Gerüchen hätte sie überwältigt sein können. Stattdessen führte ihre Nase sie direkt zum weichsten Kuscheltier in der Ecke, einem winzigen Häschen, das zu ihrem geschätzten Besitz wurde. Dann übernahm die Neugier, als Bella die Wohnzimmermöbel erkundete. Man konnte die Mischung aus Staunen und Verspieltheit in ihren Bewegungen sehen. Sie meinte es absolut nicht böse, sie entdeckte einfach ihre neue Welt. Selbst mit 200 Kilo blieb ihr Herz das eines neugierigen, sanften Welpen. Hier kommt was Unglaubliches. Bella ist eine englische Dogge, eine der größten Hunderassen der Welt. Aber wie kann sich so ein massives Tier so perfekt mit jemandem so zartem wie Emma verbinden? Diese Hunde sind Riesen in der Größe, aber besitzen die geduldigsten, beschützendsten Seelen. Wie kann etwas so Enormes so ein zartes Herz tragen?
da lebt die wahre Magie. Für alle, die sich fragen, wie englische Doggen mit Kindern klarkommen, hier das Geheimnis. Sie sind natürliche Beschützer mit eingebauter Sanftheit. Sie wissen instinktiv, sich langsam zu bewegen, leise zu sprechen und heftig zu beschützen. Aber manche Leute behaupten immer noch, dass Hunde dieser Größe Risiken für kleine Kinder darstellen. Wie seht ihr das? Seid ihr überzeugt, dass diese Bindung etwas Wunderbares darstellt, oder macht ihr euch Sorgen, dass es zu gefährlich für ein Kind ist? Der Tag, an dem Bella sich wirklich als Heldin bewies, war noch nicht gekommen. Aber als Emma mit einem Fieber erkrankte, das nicht brechen wollte, ließ das, was Bella als nächstes tat, alle sprachlos. Ihr werdet diesen Moment bald sehen, aber zuerst lasst mich euch alles zeigen, was diese beiden Seelen miteinander teilten, bis es soweit war. Jeden einzelnen Morgen vor der Schule aß Emma Frühstück, während Bella sich exakt 1 Meter entfernt positionierte, nah genug zum Beschützen, weit genug, um Raum zu geben. Niemand brachte ihr diese Entfernung bei, Bella verstand ihre Rolle einfach instinktiv. Dann kam ihr tägliches Spaziergangsritual. Bella führte den Weg, Emma folgte nur einen Schritt dahinter, wie ein Schutzengel, der jeden sicheren Pfad durch ihre Nachbarschaft kannte. Wohin auch immer Emma erkunden wollte, Bella hatte bereits nach Gefahren gesucht. Das Wetter blieb an diesem besonderen Tag sonnig, aber etwas Tieferes bewegte sich zwischen ihnen, ein unausgesprochenes Vertrauen, eine Bindung, die keine Worte brauchte, eine Freundschaft, die mit jedem geteilten Moment stärker wurde. Der Tag, an dem Bella sich wirklich als Heldin bewies, kam, als Emma mit hohem Fieber erkrankte. Das kleine Mädchen weinte, nichts könnte sie beruhigen. Aber in dem Moment, als Bella das Zimmer betrat, änderte sich alles. Bella näherte sich langsam Emmas Bett und legte sanft ihren massiven Kopf auf das Kissen neben sie. Als Emma Bellas tröstende Wärme spürte, begann sie sich zu beruhigen. Ihr Weinen hörte komplett auf. Die ganze Nacht bewegte sich Bella nicht. Sie blieb genau dort, wie ein Wächter, der über sie wacht. Als der Morgen kam, war Emma besser. Wenn Geschichten wie diese euer Herz bewegen, so wie sie meines bewegen, dann drückt den Abonnieren-Button. Echte Bindungen wie diese erinnern uns daran, wie Liebe tatsächlich aussieht. Aber bald würde sich ihre Familiendynamik erweitern, als die Nachbarn ihren süßen Golden Retriever Max vorstellten. Anfangs machten wir uns Sorgen über Bellas Reaktion. Würde so ein großer Hund territorial werden um einen kleineren Begleiter? Das Ergebnis überraschte alle. Diese beiden sanften Seelen konkurrierten nicht. Sie feierten einander. Sie tollten durch den Hinterhof wie lebenslange Geschwister, wälzten sich im Gras mit purer Freude. Vielleicht hatte Emma nicht nur ihr Zuhause für sie geöffnet, vielleicht hatte sie ihr Herz weit genug geöffnet für beide.